Hallo und herzlich willkommen bei Autark Woman. Das hier ist ein Zusammenschnitt der letzten 2 Wochen im Garten. Gartenarbeit, Pflanzen sehen im Juni. Ich war einkaufen und zwar, wie man ja erstmal sehen kann, habe ich 2 Apfelbäume mitgenommen. Ich hätte gern noch viel mehr mitgenommen, aber viel mehr passt hier nicht in mein Auto rein. Aber was ich hier habe, das ist jede Menge Kalk. Und das wird noch nicht mal reichen. Ich habe nämlich festgestellt, dass meine Erde hier viel zu sauer ist. Außerdem habe ich noch mehr Spargel mitgenommen und hätte gerne noch viel mehr mitgenommen, denn ich möchte noch ein zweites Spargelbeet anlegen. Dort, wo ich mein anderes Gemüse auch habe. Mal schauen, ob das da geht. Ich habe da bestellt, auch Topinambur. Mal schauen, also die wussten nicht, ob sie es an Land kriegen können. Mal gucken. Hier wächst ein bisschen Topinambur. Den habe ich letztes Jahr, hatte ich hier 2 Knollen reingesetzt und das hat sich schon ordentlich vermehrt. Hier möchte ich aber eigentlich irgendwann ein Kräuterbeet haben und den werde ich wieder umpflanzen. Ja, ich habe das hier als Mama Odin, einigermaßen Odin, sicher eingezäunt, dass er da nicht immer reinspringt und die Pflanzen wieder rausbuddelt. Weil das hat er nämlich gemacht. Die waren schon 2-mal draußen, so ich weiß nicht, ob die das überleben. Ich bin ein bisschen K.O., weil ich ja in Förde war und alles eingekauft habe. Für mich ist das immer sehr anstrengend. Aber ich würde gerne heute noch trotzdem die Böden kalken, also zumindest hier den Gemüsegarten. Den Kartoffelacker kann ich auch ein bisschen später machen. Denn es soll morgen noch mal ein bisschen regnen und dann soll es erstmal nicht mehr regnen. Gut. Es kann hier trotzdem regnen, aber falls es tatsächlich nicht mehr regnet, wäre das schon schön, wenn diese Kalkkügelchen sich dann noch mal auflösen. Der Boden ist wirklich sehr sauer. Ich habe solche Teststreifen gefunden gehabt, also die hatte ich noch. Das sind Indikator, es ist ein Indikatorpapier. Das sind solche Streifen. Im Prinzip sind die für Urinproben, um zu sehen, welchen pH-Wert er hat. Und hier hat man dann so eine Tabelle bzw. so eine Indikatorleiste. Da kann man dann ablesen, wie sauer das ist. Wenn ich jetzt aber diesen Streifen in meine Erde packe, dann tut sich da gar nichts. Was bedeutet, das ist halt unter 5,2 der pH-Wert. Oder beziehungsweise vielleicht bei 5,2, aber das tut sich nichts, also der ändert sich nicht, der Streifen. Dementsprechend muss ich kalken. Ich habe hier jetzt meine kleine Waage. Das erste Mal werde ich das jetzt auch abwiegen, damit ich ungefähr weiß, wie das ist und nachher mache ich so ungefähr. Aber erstmal werde ich das abwiegen. Ja, also fast eine Schüssel voll sind 3 Kilo. Das heißt, nachher kann ich dann tatsächlich so etwa machen und muss die Waage nicht jedes Mal rausholen. Ich brauchte erstmal einen Richtwert. Das Musikstück, das dieses Video hier begleitet, heißt Sommereng. Das bedeutet Sommerwiese und ihr findet es auf meinem Album Gebu. Meine Musik und meine Bücher und auch meine Kunst findet ihr auf meiner Homepage autarkwoman.com. Das ging ganz gut.
Das lässt sich sehr gut verteilen und das mache ich jetzt auf jedem einzelnen Streifen hier und muss das dann noch ein bisschen einhaken, glaube ich. Vielleicht muss man das auch nicht, aber ich werde das machen. Und dann bin ich sehr gespannt, ob die Böden verbessert werden. Eins nach dem anderen. Irgendwann ernte ich hier schon was. Habe ich ja in Schweden auch hingekriegt. Und da sind die Böden ganz extrem arm. Da musste ich also ganz, ganz viel düngen, bis ich da vernünftigen Boden hatte. Naja, und hier ist es halt zu sauer. So eins nach dem anderen. Das nieselt ein kleines bisschen, aber richtig regnen tut es noch nicht. Und ich werde jetzt die Zeit nutzen und hier Petersilie säen. Und je nachdem, ob ich das dann noch schaffe, bevor es gießt, noch ein paar Zwiebeln setzen. Das ist eigene Saat. Ziemlich viel. Und die sehe ich hier jetzt einfach aus. Großzügig, denn ich habe genug. Ich bin gespannt, denn das sind wirklich sehr, sehr viele ganz kleine. Ich bin gespannt, wie lang die Saison ist und wie groß die werden. Kommt ja auch ein bisschen auf das Wetter an. Letztes Jahr habe ich ja viel zu spät angefangen. Da sind die ja gar nicht gewachsen. Mal gucken. Sehr gespannt. Ich werde das natürlich jetzt noch ein bisschen mit Erde befüllen und ich muss, wie man vielleicht sieht, dringend Rasen mähen, aber das hat nur geregnet. So, das muss ein bisschen abtrocknen und das soll die nächsten Tage weiter regnen. So irgendwann mähe ich hier Rasen und dann sieht das auch wieder hübsch aus. Das regnet wirklich in Strömen. Da oben ist unser Haus. Und Odin und ich gehen noch mal eine Runde am Abend. Und Odin braucht, wenn es so regnet, eine Regenjacke. Denn der hat ja kein Unterpelz, die Rasse Rhodesian Ridgeback. Und wenn das regnet, dann geht das sofort durch und dann fängt er an zu frieren. Sonst friert er überhaupt nicht. Also der kann im Winter draußen sein, solange er nicht nass wird, ist alles in Ordnung. Aber sobald er nass wird, kann das auch, so wie jetzt, wesentlich Plusgrade sein und er friert. Also hat er ein Regencape. Ich habe grüne Bohnen und Erbsen vorgekeimt und die werde ich jetzt setzen in die nächsten Reihen. Schön gekeimt sind sie, die Erbsen auch. Und mal schauen, ob ich dieses Jahr was ernte. Dazu lege ich alle 10 cm ungefähr eine Bohne rein. Bin da nicht so genau. So habe ich das in Schweden immer gemacht und habe gut geerntet. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Letztes Jahr ging es ja nicht, aber wie gesagt, da war das ja erstmal furchtbar kalt und ich war auch viel zu spät dran. Aber bin sehr gespannt jetzt. Und während ich hier Bohnen setze, sind die beiden da am Spielen.
Das sind jetzt die Erbsen, die kann man ziemlich dicht setzen, also die einfach wirklich alle 2-3 Zentimeter. Ziemlich dicht aussehen einfach. Das sind die Zuckererbsen, richtige, echte Erbsen vertrage ich nicht. Das ist diese Histamingeschichte und das heißt also, ich baue schön viel Zuckererbsen an. Die schmecken und man kann auch die einfrieren und später verwenden. Ja, und deswegen nehme ich halt lieber Zuckererbsen. Ich habe hier jetzt ja jede Menge vorgesäte Grünzeugs und werde jetzt anfangen rauszupflanzen. Jetzt werde ich erstmal die Herbstrüben rauspflanzen. Wie man sieht, haben die schon schön ein paar Blätter. Die kann ich jetzt vereinzelt und verpflanzen. Die hier wo man nicht sieht, das ist die rote Beete. Die geht im Prinzip unter, aber die ist da. Passiert Petersilienwurzeln und verschiedene Sachen. So, da werde ich jetzt anfangen, alles so nach und nach rauszupflanzen. Das ist jetzt die Herbstrübe und darüber ist der Rettich. Kartoffeln. Ich hatte die Kartoffeln fertig gesetzt, jeden Tag ungefähr 2 Reihen. Und langsam wird man dann fertig, auch wenn man 18 Reihen setzt. Und nun musste ich meine Kartoffeln etwas schützen. Ich habe sie abgezäunt, damit die Pferde da nicht die ganze Zeit reinlaufen und sich da wälzen und dort spielen. Meine Kamera. So, wirklich abhalten tut das die Pferde nicht, wenn die da rein wollen. Eben waren sie ein paar Mal drin, einfach nur, weil es ja plötzlich spannend ist, wenn man das abzäunt. Aber ich hoffe, dass sie das jetzt in Ruhe lassen. Meistens, sie können zumindest nicht mehr reinpreschen und drauf spielen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Da stehen sie jetzt friedlich, nachdem ich sie einmal weggescheucht habe. Ich habe sie einfach anfangs machen lassen. Ich hatte die Kamera ja in Sicherheit bringen müssen. Leider habe ich es also nicht gefilmt, aber ja, die waren da drin und wieder raus und unten durch. Und jetzt habe ich es ziemlich niedrig. Und mal gucken, wir werden sehen. Das sind die ersten Kartoffeln, die rausgucken. Die ich als allererstes gepflanzt habe, vor jetzt mittlerweile, ja, weiß nicht, 2-3 Wochen. Wir gucken jetzt langsam raus. Und der Rest, der kommt dann nach und nach. Denn ich habe ja nach und nach gesetzt und bin mit der letzten Reihe ja jetzt gerade erst ein paar Tage fertig. Und genauso werde ich das nachher dann häufeln. Fange dann natürlich mit dem hier, mit der Reihe an und arbeite mich langsam durch. Und genauso ernte ich nachher. Fange mit der Reihe an und arbeite mich langsam durch. Und auf die Art und Weise muss ich nicht alles auf einmal machen. Ich mache gerade eine kleine Pause und sitze hier im Gras. Da hinter mir grasen die Pferde. Und Odin ist auch da hinten. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Na du Süßer. Ach, willst du hier bei mir ein bisschen sein? Nicht wie. Nee, ja. Na, ist das Leben super? Ist das Leben so super? Ja, ne.
Die Plane habe ich mir schon bereitgelegt. Da will ich Folientunnel draus bauen für die Sachen, die ein bisschen mehr Wärme brauchen, so wie Zucchini und Kürbis. Und sonst muss ich jetzt aber als allererstes mähen. Das ist zugewuchert. Ich finde mich schon nicht mehr zurecht und ich muss jetzt mähen, bevor ich komplett zuwachse. Vorher ging das nicht, da hat es geregnet. Heute ist der erste Tag ohne, also werde ich jetzt mähen. Das sind ein paar Gurken und die werde ich hier demnächst hinpflanzen. Das sind ja die Kürbisse, die müssen noch raus. Und das ganze Gras, was ich abmähe, packe ich hier jetzt erstmal drauf. Dann ist das nämlich schon ordentlich gemulcht. Dann kann ich die Gurken dazwischen pflanzen. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Was ich allerdings auch sehe, ist, dass das Gras schneller nach innen wächst, als ich gehofft hatte. Also ich glaube, irgendwann muss ich hier die Kanten stechen und da Bleche reinmachen. Ich möchte gerne Rasen dazwischen haben, einfach deswegen, weil ich unglaublich gerne barfuß laufe. Und es läuft sich halt auf dem Rasen sehr schön. Das da unten sind Andreas und Robert. Andreas ist gestern gekommen mit seinem besten Kumpel. Die wollen ein bisschen Männerurlaub machen und natürlich mich sehen, vor allem Andreas. Und die haben gerade das Boot abgeholt. Wir leihen das Boot wieder von Live. Andreas hat unser Boot mitgebracht, aber das muss repariert werden und das schafft er natürlich jetzt nicht. So, das haben sie jetzt erstmal das Boot abgeholt. Und dann wollen sie wahrscheinlich nur noch fischen gehen. Oh, das Wetter ist einfach gigantisch heute. Also die haben richtig Glück. Der Regen ist genau zu Ende, jetzt wo die gekommen sind. Und das soll jetzt richtig schön werden. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich werde jetzt das schöne Wetter nutzen und ein bisschen Direktsaat ausbringen. Und zwar habe ich hier, ich hatte noch Haferwurz vom letzten Jahr. Den habe ich ja vorher noch nie ausprobiert. Letztes Jahr habe ich das probiert, aber ja, der ist zwar gekommen, aber das waren dann so Miniaturwürzelchen, weil ja alles zu spät war und es viel zu kalt war. So, das probiere ich nicht nochmal. Dann habe ich hier Dill, Radieschen und dann werde ich nochmal im Gewächshaus Thymian und Basilikum ansehen. Das hier ist übrigens Haferwurz vom letzten Jahr. Da das so klein war, habe ich das einfach stehen lassen und bin gespannt, ob das dieses Jahr vernünftig wächst oder ob das dann in Saat geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann hier komplett nochmal Haferwurz gesät und das ist ein Test. Mal schauen. Da fahren sie die zwei zum Fischen und zum Spaß haben hoffentlich auch. Aber ein Mittagessen wäre auch nicht schlecht. Meine beiden Apfelbäume stehen hier jetzt schon eine Weile und blühen voll. Ich hatte einfach keine Zeit, sie einzupflanzen. Aber jetzt werde ich mal schauen, einfach rein in die Erde damit und hoffen, dass sie gut weiter wachsen.
geschafft. Ein Baum hier und der andere dahinter. Und dahinter stehen ja meine beiden Kirschbäume, die ich eingepflanzt habe schon. Die sind schon verblüht. Bin gespannt, ob es ein paar Kirschen gibt. Und ich brauche noch ganz viele Apfelbäume. Denn Äpfel gehören zu meinen Grundnahrungsmitteln. Und hier gibt es nur einen einzigen Apfelbaum, den zeige ich euch auch noch. Der blüht dieses Jahr tatsächlich auch. Und da liegt Odin, schützt sich vor der Sonne, die gerade im Moment hinter einer Wolke verschwunden ist. Aber da liegt er im Schatten. Da ist mein uralter Apfelbaum zur Hälfte auseinandergebrochen. Und der blüht komplett voll mit Blüten ist der. Ich finde Apfelblüten einfach wunderschön. Ich mag ja viele, viele Blumen, aber Apfelblüten finde ich wirklich besonders hübsch. Also ich liebe Blumen und ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich dann keine Schnittblumen im Haus habe. Also ich liebe Blumen dort, wo sie hingehören. Abgeschnittene Blumen im Haus, ja, die halten dann nur ein paar Tage und ich finde es einfach schade drum. Also ich gucke es mir lieber in Natura an. Und finde es auch, ehrlich gesagt, rausgeschmissenes Geld, dafür Geld auszugeben. Eine Topfpflanze, das ist vielleicht noch was anderes, aber da sehe ich das auch lieber. Ich habe lieber etwas, was man auch essen kann. Also ich werde mir zum Beispiel noch zu meinem Mandarinenbaum noch Zitronenbäume dazu besorgen. Die ich dann halt im Haus haben kann und im Sommer rausstellen kann. Es ist so saftig grün hier, also total schön. Und überall alles voller gelber Butterblumen und so schön saftige Farben. So herrlich hier. Und das ist unser Hof, die Scheune. Und dahinter das Haus, da sieht man nur den kleinen Giebel. Und da sieht man auch, dass da noch viel gemacht werden muss. Aber der Weg ist das Ziel. Immer ein bisschen, Schritt für Schritt. Und es ist nicht so, dass alles fertig sein muss. Ich liebe das Leben genauso, wie es ist. Das ist so wunderschön hier. Da müsst ihr durch, dass ich das immer wieder sage. Und auf dem Weg etwas dichter ran an meinen Apfelbaum finde ich hier auch die Pferde, die gerade sich hier so ein bisschen versteckt haben. Hahnenfuß, so heißt die Pflanze in Wirklichkeit. In vielen Gegenden wird sie Butterblume genannt, das haben wir auch immer gemacht. Ich weiß, in manchen Gegenden ist die Butterblume der Löwenzahn. Bevor hier wieder protestiert wird. So ist das. In manchen Gegenden ist Butterblume der Löwenzahn und in manchen Blumen wird der Hahnenfuß als Butterblume bezeichnet. Und ich weiß auch, dass Hahnenfuß für Pferde giftig ist. Doch ich habe mein Leben lang Pferde und ich habe noch nie Pferde gehabt, die den Hahnenfuß auch tatsächlich gefressen haben. Der ist sehr bitter. Sie fressen drumherum, wenn genug da ist. Die Gefahr besteht natürlich, wenn es Weiden sind, wo nicht genug anderes Futter ist, dann fressen sie den mit. Und dann ist das natürlich nicht gut. Hahnenfuß im Heu, wenn er getrocknet ist, ist nicht mehr giftig. Ist so schön friedlich hier. Man hört natürlich das Rauschen der Wasserfälle. Das bleibt nicht aus. Aber das stört mich nicht. Das ist Natur pur.